Wir sind zurück, auch heute mit einer neuen Folge unseres Podcasts Wohlbefinden jetzt. Wellness- und Lifestyle-Themen einmal wöchentlich hier bei uns bei SBS Radio. Mit mir, mit Maria Schaller und auch heute bei mir Pamela Rauleder. Hallo auch an dich. Hallo und willkommen an alle wieder heute. Pamela, wir haben heute wieder einen Studiogast hier bei uns, ein neues Gesicht hier bei uns bei SBS sozusagen. Und zwar ist das Nicole Schüler. Hallo auch an Sie. Ja, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich hier bin. Wir fangen gleich mal an, damit unser Thema für heute vorzustellen. Und zwar, Pamela, ist das die Hypnotherapie. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem Zuhörer gleich was, aber das Wort Hypnose werden die meisten Leute kennen. Ja, also bei Hypnose, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber bei mir, da denke ich immer an David Copperfield. Ich komme nicht drum rum. Also dieses Image, dass einer dasteht und irgendwas so Magic macht, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Man versteht es irgendwie nicht, aber deshalb haben wir uns eine Expertin heute mal hierher geholt. Und es geht ja auch nicht dann unbedingt um die lustigen Sachen, sondern vielleicht ans Eingemachte, wenn Leute die Hypnose aufsuchen. Ich habe es noch nicht gemacht, von daher ist es auch für mich ein neues Thema. Ich leite mal über zu unserer Expertin Nicole Schüler. Stellen Sie sich einfach mal kurz vor, was Sie mit den Menschen machen, bitte. Ja, also ich bin in Süd-Melbourne und ich bin Hypnotherapeutin und da geht es hauptsächlich darum, für mich die schon vorhandenen Stärken in einem Menschen herauszuholen und das wird halt durch die Hypnotherapie unterstützt. Was ich auch spannend finde, bevor wir gleich zum Thema wirklich gehen, wie wird man so eine Therapeutin? Wie hat Ihr Weg dahin auch ausgesehen? Also für mich kam es eventuell ganz zufällig. Ich hatte mich halt schon seit der Kindheit damit beschäftigt, was in den Menschen vorgeht und warum sie tun, was sie tun und wie sie denken. Und das hat mich immer fasziniert und habe mich sehr für Psychologie interessiert, aber das lag einfach nicht in meinem Weg, sondern eher die Betriebswirtschaft. Und dann habe ich sozusagen in meinen späten 30er Jahren so einen totalen Umschwung gemacht und nochmal studiert. Und habe Hypnotherapie ausgesucht und habe das hier in Melbourne studiert. Hypnotherapie, eine interessante Sache. Also wenn ich das irgendwie so mal lese, man liest es ja manchmal in so Zeitschriften, die kleinen Advertising-Ads, dann steht auf so Quit Smoking, also Rauchen aufhören, Hypnose. Oder wenn es dann, ich habe das Gefühl, wenn es ans Eingemachte geht, dann kommt immer die Hypnose mit ins Spiel. Ist das wirklich so, dass die Leute zu Ihnen kommen, die wirklich so ganz gravierende Dinge verändern wollen? Ja, also das kann man durchaus sagen. Also oft steht der Hypnotherapeut so am Ende der Kette, dass die Leute vielleicht schon 10 oder 20 Jahre manchmal mit einem Psychologen gearbeitet haben oder auch schon beim Hexendoktor oder sonst irgendwo waren. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann kommt die Hypnose ins Spiel. Also es hat vielleicht so einen magischen Anhauch für manche Leute, keine Ahnung. Spannend. Also wir wollen einfach jetzt mal einsteigen. Jetzt interessiert mich das nämlich auch, wenn alle anderen Dinge schon nicht so richtig funktioniert haben und man möchte dann das Problem doch mal vielleicht richtig lösen für sich. Wie funktioniert das? Was ist Hypnose oder was läuft da ab? Ja, also die Hypnotherapie, die beschäftigt sich mit also diesen unwillkürlichen und unbewussten Abläufen, die im Menschen vorgehen. Also diese unbewussten Muster, die dann einfach automatisch ausspielen und der Therapeut arbeitet mit diesem Unterbewusstsein des Menschen. Das heißt, man liefert sich da auch ganz schön aus. Also wenn Sie sagen, der Therapeut arbeitet mit dem Unterbewusstsein des Menschen und das Image ist ja wirklich so, man kommt rein, legt sich auf eine Couch, es wird irgendwie runtergezählt von 1 auf 10 oder 10 auf 1 und man ist weg und dann ist irgendwas los, an das man sich vielleicht gar nicht mehr erinnern kann. Ja. Machen das die Leute gerne oder gibt es da auch Resistenz, dass die Leute sagen, Mensch, ich kann mich doch nicht hier jetzt hinlegen und bin dann weg und irgendjemand macht mit mir was? Ja, also diese Vorstellung, die gibt's von der Hypnose oft bei vielen Menschen oder bei manchen Menschen und wahrscheinlich auch in Hollywood, so in den Filmen und so weiter. Aber ja, in der Realität geht es also nicht, dass man Leuten da den Willen aufzwingt, sondern das wäre schön wahrscheinlich, weil dann würden alle meine Freunde ihre Teenager zu mir schicken und ich würde dann machen, dass die gerne ihr Zimmer aufräumen. Das gibt's leider in der Realität nicht, sondern meine Kunden wissen auch natürlich, dass sie jederzeit diesen Trancezustand beenden können und dadurch fühlen sie sich dann auch sicher und können sich entspannen. Und in der Therapie wird halt hauptsächlich dieser Entspannungszustand auch genutzt. Und dadurch ist der Mensch dann tatsächlich mehr in der Lage, Dinge zu kontrollieren, die er vielleicht im normalen Leben überhaupt gar nicht kontrollieren kann. Und das genau ist dieser Wert dieser Hypnotherapie. Und es wird natürlich
in jeder Sitzung von vornherein genau abgesprochen, was die Zielsetzung ist. Denn klar, das Ziel der Therapie ist, die persönlichen Ziele des Klienten natürlich zu erreichen. Lässt sich eigentlich jeder hypnotisieren oder ist das eine Therapieform, die wirklich nur bei manchen Menschen, bei manchen Themen auch funktioniert? Ja, also jeder Mensch ist hypnotisierbar, wenn der Betreffende das auch will. Und jeder Mensch hat natürlich andere Abläufe, interne Abläufe. Und das ist die Aufgabe des Therapeuten sozusagen, das zu erkennen und damit zu arbeiten. Und ich arbeite hauptsächlich mit einem Trance-Zustand in meiner Therapie. Und das ist auch kein Hokuspokus, das ist keine wirkliche Magie und ist auch nichts Außergewöhnliches, sondern es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass jeder Mensch quasi alle 1 bis 2 Stunden in so einen leichten Trance geht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Buch liest oder seinen Einkauf plant oder gar sich einen Film ansieht, dann ist man halt in so einer Zone. Oder viele Sportler im Wettbewerb oder im Training. Die ist also diese Kombination von Eingeübten und gleichzeitig diese Konzentration, das bringt diesen Trance automatisch an sozusagen. Und der Therapeut nutzt diesen Zustand dann in der Therapie, um die Aufmerksamkeit innerlich zu aktivieren und zu fokussieren. Mhm. Wie sieht dann so eine typische Sitzung bei Ihnen aus? Also da kommt ein Klient mit einem Problem, dann gibt es wahrscheinlich ein Vorgespräch natürlich und dann wird quasi hypnotisiert. Wie lange dauert sowas und was machen Sie da auch genau als Therapeut? Also ganz, ganz wichtig ist natürlich dieses Vorgespräch, wo es erstmal darum geht, überhaupt zu erfassen, worum es geht. Und oft ist es halt tatsächlich so, dass das Problem, was der Kunde erstmal mit sich bringt, gar nicht das Problem ist, sondern es ist eher so das Symptom. Ich bin dann quasi wie so eine Art Detektiv, Symptomdetektiv, ja, der versucht herauszufinden, was tatsächlich die grundlegenden Probleme sind und diese dann aufzulösen. Also da gibt es dann das Vorgespräch, dann hat der Kunde manchmal vielleicht Fragen oder ich erkläre dann genau, was in der Sitzung passiert. Und ja, dann ist es tatsächlich, der Rest ist dann unheimlich entspannend eigentlich für die Klienten und da geht es dann darum, quasi diese Kommunikation mit dem Unterbewusstsein herzustellen und kann manchmal auch ganz interaktiv sein, dass es dann auch Fragen gibt im Trance und je nachdem, was sich dann so präsentiert, läuft es dann irgendwie ja ganz unterschiedlich ab. Also Das fand ich jetzt interessant, dass Sie gerade sagten, Nicole, also wenn dann der Klient kommt und sagt, er hat ein Problem, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Rauchen, dann werden Sie der Symptomdetektiv. Heißt das, wenn die Leute kommen und Rauchen aufhören wollen oder irgendwelche anderen Gewohnheiten, dass das gar nicht das Problem ist? Ja, genau. Also diese Symptome sind halt wirklich nur die Symptome und sagen wir mal, wenn man jetzt 20 oder 100 Raucher hätte, dann rauchen die also aus ganz verschiedenen Gründen. Also manchmal ist es einfach nur Angewohnheit oder manchmal ist irgendwas passiert vielleicht als Teenager, dass man so mit der Gruppe dabei sein wollte oder irgendwas beweisen wollte oder vielleicht manchmal auch nur so aus Trotz oder weil es verboten war. Und dann wird es halt irgendwie wie so eine Art Statement für eine bestimmte Emotion oder für einen bestimmten Wert und gehört dann so richtig zu der Person dazu. Und da ist es halt in der Therapie wichtig, das dann zu nutzen und vielleicht das dann so ein bisschen umzuleiten, dass die eigentlich guten Dinge ja dann erhalten bleiben und man vielleicht nur eine andere Angewohnheit findet, statt des Rauchens vielleicht ein Glas Wasser trinken oder sowas. Und stellt sich da auch bei vielen Erfolge ein? Kann man jemandem solche Angewohnheiten wirklich auch austreiben? Ja, also tatsächlich genau darum geht es ja bei mir. Aber wichtig ist natürlich, dass der Mensch auch mitmachen will und dass er auch mit mir zusammenarbeitet. Also das ist schon wichtig. Gibt ja sicher auch viele Themen. Sie sagten vorhin, die Leute kommen oft zu Ihnen am Ende einer Reihe von Ereignissen. Irgendwas ist passiert, dann war man vielleicht beim Psychologen, man hat mal das probiert und das, aber schleppt das Ding vielleicht immer noch mit sich rum. Welche anderen Ereignisse eignen sich da besonders gut? Also jetzt auch an unsere Hörer denken, wenn man irgendwas mit sich rumschleppt. Also wo ist die Hypnose aktiv? Also
Das ist vielleicht jetzt erstaunlich, aber es kann sich um alles handeln. Also gibt es überhaupt keine Grenzen, wovor Menschen Angst haben können oder was im Prinzip Probleme erzeugen kann. Also manchmal sind es ganz offensichtliche Dinge, sowas wie ein Autounfall oder irgendwie Kindheitstrauma, aber das Unterbewusstsein ist tatsächlich so programmiert, dass es uns beschützt. Und da kann alles zu einem Problem werden, wenn es halt in der richtigen Konstellation auftaucht, weil aus diesem Schutzinstinkt heraus sich das Unterbewusstsein alles merkt. Und da kann vielleicht mal eine bedrohliche Situation gewesen sein und da flog so ein kleiner Schmetterling durch. Und das hat sich das Unterbewusstsein irgendwie gemerkt. Und dann jedes Mal, wenn da ein Schmetterling irgendwie auftaucht, dann hat man vielleicht irgendein komisches Symptom dann. Also das kann durchaus passieren. Also da gibt es überhaupt keine Grenzen, wovor Menschen quasi Angst haben können oder was letztendlich eigenartigerweise zu einem Problem werden könnte. Und mit wie vielen Sitzungen muss man da so im Durchschnitt rechnen? Kann man das so sagen? Pauschal wahrscheinlich schwierig, aber... Kommt drauf an, um was für Symptome und was für eine Geschichte dann so dahinter steht. Also wie gesagt, jeder Mensch ist vollkommen ein Individuum und das wird halt gleich in der ersten Sitzung wird halt alles erstmal durchgesprochen, die Geschichte, was sie alle schon versucht haben, diesem Problem. Und manchmal ist es tatsächlich nur eine Sitzung und selbst wenn das Problem relativ groß erscheinen kann, also kann manchmal richtig so Panikzustände sein, es geht manchmal in einer Sitzung weg, manchmal sind es aber auch mehrere Sitzungen, ja, kommt drauf an. Ich hätte noch eine letzte Frage. In der letzten Woche hatten wir einen Mediziner hier im Studio. Es ging um Krebs. Wir sprachen aber auch über die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und dieser Mediziner sagte, er glaubt selbst bei Krebspatienten, dass meistens auch eine emotionale Sache mit zugrunde liegt an solchen schweren Erkrankungen. Kommen auch Leute mit schweren körperlichen Krankheiten, Krebs, Alzheimer, Hautausschlag, Allergien oder wirklich schwerwiegende Dinge zu Ihnen und hilft die Hypnose da auch? Absolut, ja, also ich bin auch der Meinung, dass ein ganzheitlicher Ansatz also total wichtig ist, Körper, Geist und Seele, das kann man einfach nicht trennen. Und ja, also ich habe Leute behandelt, die hatten vom Reizdarm bis hin zu allen möglichen körperlichen Erscheinungen. Und das kann man tatsächlich auch wesentlich unterstützend behandeln, wenn nicht allein mit der Hypnotherapie. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, ich glaube, Pamela, da haben wir beide auch viel gelernt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine konkrete Vorstellung genau, was da passiert bei der Hypnose. Aber auf jeden Fall sehr spannend zu hören, natürlich auch aus erster Hand von einer Expertin, die das im täglichen Leben macht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns waren und erzählt haben. Nicole Schüler, alles Gute natürlich weiterhin. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wir machen gerne wieder mal ein Thema mit Ihnen, denn Sie beschäftigen sich ja natürlich mit vielen Themen auch. Und ich glaube, wir werden Sie gerne nochmal einladen dann innerhalb der nächsten Wochen. Ja, danke schön. Ja, Pamela, wir zwei, wir machen natürlich nächste Woche auch wieder weiter. Wir ändern wieder so ein bisschen das Themengebiet, gehen ein bisschen weg vom Gesundheitsaspekt an sich, wobei wir werden hören, auch beim Thema Plastik, das derzeit ja natürlich in aller Munde ist, da ist auch unser Körper natürlich bedroht, denn das Plastik, das ist de facto überall. Plastik ist überall, es ist in den Ozeanen, es ist zum Teil schon in der Nahrungskette, die wir aufnehmen. Es gibt viele Anzeichen, dass es auch schon in unserem Körper angelangt ist, hormonelle Störungen bei Frauen, Plastik, das wir aufnehmen im Körper. Es soll um das Plastik gehen, aber nicht nur in körperlicher oder schädigender Hinsicht, sondern einfach auch, wie können wir unseren Beitrag leisten, um dieses Plastikproblem doch noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da wollen wir jetzt nicht so eine Lecture machen, sondern wir haben einfach mal unsere 7 besten Tipps für Sie zu Hause, wie wir denn das Plastik minimieren können und uns einfach ein bisschen besser fühlen. Da ist für jeden was dabei und das ist natürlich auch ein Thema, das uns als Deutschsprachigen sehr am Herzen liegt. Das sehen wir immer wieder bei Reaktionen aus unserem Publikum. Also nächste Woche sind wir zurück mit einer neuen Folge. Es wird dann, wie gesagt, ums Plastik gehen hier in unserem Podcast Wohlbefinden jetzt. Für heute will ich mich bedanken bei Pamela und bei Nicole und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Danke.